Meine Damen und Herren, guten Morgen im Auktionshaus Felsmann. Sie haben es sicherlich alle schon gemerkt, es wird kalt da draußen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, aber das heißt, es bleibt mehr Zeit fürs Hobby, wie zum Beispiel die Philatelie. Oft ist das ein Familienhobby. Vielleicht haben schon Ihr Vater oder Großvater gesammelt. Wissen Sie eigentlich, wie lange Ihre Familie schon der Philatelie verbunden ist? So ganz sicher kann man das oft nicht mehr sagen. Aber eines ist klar, frühestens seit 1840. Damals kam nämlich eine bahnbrechende neue Erfindung von Sir Rowland Hill an die britischen Postschalter. Die erste Briefmarke der Welt, die Penny Black mit dem Bildnis der Königin. Die brachte viele Umbrüche mit sich. Sie vereinfachte das Postwesen weltweit drastisch und sorgte über Jahrzehnte für viel Freude bei vielen Menschen, wie zum Beispiel bei Ihnen als Sammler. Vorher war es so, dass der Empfänger üblicherweise für das Porto zahlte. Wie zum Beispiel bei diesem Brief, wurde es auf dem Umschlag vermerkt. Es richtete sich dann nach dem Gewicht und nach der Strecke, die der Brief transportiert wurde. Hinzu kamen teilweise Zusatzleistungen, wie zum Beispiel hier ein halber Penny für den Transport per Postkutsche über eine Zollstraße. Dementsprechend komplex war dann eben das Porto und auch relativ unvorhersehbar für die Nutzer. Das sollte sich 1840 drastisch ändern. Am 1. Mai kam die erste Briefmarke der Welt an die Schalter und ab dem 6. Mai war sie gültig. Was das Ganze für die Briefmarkenwelt bedeutete, das habe ich Ihnen heute in Form eines Loses mitgebracht, das wir in unserer November-Auktion versteigern. Es ist Los 9640, von dem ich Ihnen heute nur ein Album mitgebracht habe, auch wenn das Los selbst aus sehr viel mehr Material besteht. Es zeigt einfach, dass sich damals das Ganze sehr vereinfachte, denn ab sofort war es so, dass der Absender das Porto zahlte, das einheitlich einen Penny für jeden Brief im Inland betrug, der weniger bzw. bis zu 14 Gramm wog. Die erste Briefmarke der Welt, die Penny Black, war dementsprechend sehr beliebt. Sie finden hier viele Fachmarken verschiedener Platten. Insgesamt wurden um die 68 Millionen Stück davon gedruckt in dem einen Jahr, das sie verkauft wurde. Das bedeutete natürlich auch, dass sich die Platten recht schnell abnutzten und die Marke insgesamt von 11 Platten gedruckt wurden, die sich alle leicht in der Zeichnung unterscheiden, beziehungsweise 12 Platten, wenn Sie Platte 1a und b getrennt zählen wollen. Platte 11 war dafür eigentlich gar nicht für den Druck dieser Marke vorgesehen. Das kommt daher, dass die Penny Black eigentlich mit einem roten Malteserkreuz entwertet werden sollte. Die Stempelfarbe dafür mussten die Postmeister jedoch alle selbst anmischen, was zu vielen verschiedenen Farbtönen führte und auch dazu, dass viele dieser Stempelfarben abwaschbar waren. Natürlich waren die Leute damals auch schon findig und dachten sich, warum zweimal zahlen, wenn ich mir das Porto auch sparen kann. Man hat Marken also einfach wiederverwendet, was die Post wenig freute. Dementsprechend beschloss man, auf schwarze Stempel überzugehen, die nicht abwaschbar waren, die aber auf schwarzen Marken schlecht sichtbar waren. Also musste sich die Markenfarbe ändern. Aus der Penny Black wurde eine Penny Red. Jedoch war die Druckfarbe für diese Marken nicht ganz pünktlich fertig. Deshalb nutzte man Platte 11, die eigentlich für diese Marke gedacht war, für eine kleine Nachauflage der Penny Black von nur etwa 170.000 Stück. Natürlich wollten sie vielleicht auch mal einen schwereren Brief schicken. Wer weiß, eventuell ein ausführlicher Liebesbrief. Dumm, wenn es dann nur Porto bis 14 Gramm Briefe gibt. Natürlich hatte man auch hier sehr schnell eine Lösung gefunden. Es gab die Tuppence in Blau. Diese Marke war für Inlandsbriefe über 14 Gramm. Auch die Post wusste, dass derartige Dienstleistungen nicht ganz so viel nachgefragt werden, weshalb die Erstauflage ohne die weißen Balken, die es bei den späteren Auflagen dann gab, und hier im Bild zu sehen, diese Erstauflage war dementsprechend auch gering und betrug nur etwa 10% der Marken, die von der Penny Black gedruckt wurden. Natürlich weitete sich das Postwesen mit der Vereinfachung auch weiterhin aus und es wurden bald auch Marken für den Versand ins Ausland oder für Sonderdienstleistungen nachgefragt, sodass dann Marken bis zum Beispiel einem Schilling ausgegeben wurden, was Sie hier sowohl auf Einzelmarke als auch auf Brief finden. Dabei blieb es nicht. Schwere Briefe, also gerade als Einschreiben, hohe Wertbriefe, aber auch zum Beispiel Pakete bedurften einfach höherer Wertstufen. Es dauerte nicht lange und man landete hier zum Beispiel bei 5 Schilling oder bei 10 Schilling. Oder für teure Telegramme
bis zu 5 Pfund. Das war ein unglaublicher Wert damals, denn das Gehalt eines einfachen Bauern betrug weniger als 5 Pfund im Monat. Natürlich wusste auch die Post, dass sich die allerwenigsten Menschen diese Dienstleistungen leisten konnten, weshalb die Auflage der Marken relativ gering war. Das sorgt dafür, dass diese Marken nicht nur aufgrund ihres teils abweichenden Designs oder des anderen Formats aus der Sammlung herausstechen, sondern eben einfach auch aufgrund ihrer Seltenheit. Dementsprechend sind Marken mit so viel hohen Werten, wie Sie sie zum Beispiel auch auf den späteren Seiten finden, nicht sonderlich häufig. Hier zum Beispiel auch viele 1 Pfund Werte, teilweise sogar mehrfach. Folglich kann ich das Los jedem empfehlen, der sich für Großbritannien interessiert oder für die Anfänger der Philatelie ganz allgemein. Wir versteigern Los 9640 in unserer 182. Auktion vom 13. bis zum 16. November. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt und wünschen Ihnen bereits jetzt eine besinnliche Zeit mit viel Muße für die Philatelie.